zusammen und herzlich willkommen zum zweiten und damit letzten Teil in Sachen Differentialkühler und Differentialkühlerpumpe. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wo ich am geschicktesten meine Stromversorgung abnehme. Ich habe hier gesehen, es gibt auch rechts im Bild nochmal so einen extra Kasten von BMW, an dem man Strom abnehmen kann. Den kann ich aber nicht nutzen, weil ich keinen passenden Stecker habe. Das heißt, ich werde jetzt hier über die Batterie gehen, so wie es gerade gezeigt war, und dann mein Kabel eben entlang an diesem Halter führen und das Ganze dann in Richtung Kühler positionieren und auch zur Pumpe führen. So ist also meine Verkabelung. Das ist ein relativ kurzer Weg, weil die Batterie ja ohnehin da hinten sitzt. Ich habe dann in dem Kabelstrang eben eine Sicherung und den Schalter und kann so, wenn ich auf dem Track bin, bei Bedarf einfach den Lüfter und die Pumpe ein- und ausschalten. Hier nochmal aus einem anderen Winkel an diesem Halter, an diesem schwarzen Halter entlang werde ich dann meinen Kabelbaum verlegen. Und jetzt hier im ersten Schritt habe ich erstmal nur so grob die Entfernungen gemessen, damit ich weiß, wie viel Kabel ich brauche. Ich lasse das ein bisschen großzügiger, beziehungsweise ich messe ein bisschen großzügiger, dass es nachher auch ein bisschen flexibel ist und ich genug Platz habe. Um es mir dann nachher bei der Montage einfacher zu machen, werde ich mir jetzt die ganze Verkabelung einmal aufzeichnen und währenddessen eben immer markieren, für welches Kabel ich wie viel Millimeter bzw. Zentimeter Weg gemessen habe und kann es so später und einfacher umsetzen. Hier habe ich mir jetzt so eine ganz grobe Schemazeichnung gemacht und fülle die einfach mit den Informationen bzw. den Werten, die ich hier abmesse. Die groben Daten habe ich jetzt alle erfasst und hier jetzt einmal die Information für euch. An diesen Gewinde bzw. an diesen Schrauben werde ich jetzt meine Batterieklemmen anbringen und das Ganze dann eben mit einer Mutter sichern. Später werde ich noch rausstellen, dass es leider eine 7er Mutter ist, also eine M7, die ich gar nicht im Haus habe. Das heißt, die finale Montage werde ich dann etwas später machen müssen. Nichtsdestotrotz seht ihr den finalen Test und dass alles funktioniert. Lediglich den Anschluss, den mache ich dann eben außerhalb des Videos. Hier jetzt einmal im Detail, wie ich die einzelnen Anschlusspunkte bzw. die Kontaktstellen, die ich später immer wieder mal verlöte, also jedes einzelne Kabel oder jeder Kabelstrang habe ich zusätzlich verlötet, an manchen Stellen sogar auch noch verkrimmt, also verkrimmt und verlötet, ansonsten eben nur verlötet. Und hier jetzt einmal im Detail, wie man sehen kann, mein Lötkolben, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe mir dann für den zweiten Teil oder für später auch noch einen neuen bestellt. Hier hatte ich leider noch meinen alten. Da musste ich ein bisschen kämpfen, weil der nicht mehr so wirklich gut die Wärme übertragen hat. Das hat also nicht so optimal funktioniert, aber vom Prinzip her ist es, denke ich, klar, worum es hier geht. Die Kontaktstellen eben mit Lötzinn versorgen und dann später die beiden Kontaktstellen zusammenführen, dann das Ganze nochmal erhitzen, dann schmilzt der Lötzinn nochmal auf und die beiden Kabelenden verbinden sich eben entsprechend. Hier sieht man jetzt eben schön, die Spitze, die ist wirklich komplett abgenutzt und fertig und die Wärmeübertragung ist da einfach nicht mehr so gegeben. Das heißt, ja, mit dem Lötkolben hat man es etwas schwieriger,
Hat man einen Lötkolben zu Hause, der in einem guten Zustand ist, ist es deutlich einfacher, hier die Enden und auch die Verkabelung zu verlöten. Hier jetzt nochmal ein bisschen näher, eben das, was ich gerade beschrieben habe. Beide Enden sind jetzt mit Lötzinn versorgt und was ich jetzt mache, ist lediglich diese Stellen nochmal zu erhitzen, sodass der Lötzinn nochmal aufschmilzt und dann sind die eben komplett fest miteinander verbunden. Ich habe mal irgendwo gehört, dass das scheinbar die NASA-Methode genannt wird. Ob das wirklich ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es bombenfest und finde ich immer besser als so eine Klemmverbindung oder Steckverbindung. Also ich bin einfach eher der Freund des Lötens. Die gelötete Stelle habe ich jetzt eben mit Schrumpfschlauch ummantelt, sodass das Ganze hier auch wieder gut isoliert ist. So kann da also nichts passieren. Hier an dieser Stelle baue ich jetzt oder löte ich die Abzweigung zusammen für die beiden Verbraucher. Das heißt, die Plusphase geht ja zum Stecker und von dem Stecker dann nachher wieder an unsere beiden Verbraucher, die Pumpe und den Lüfter. Und genau diesen Teil des Kabelstrangs, den baue ich jetzt hier gerade. Hier auch nochmal im Detail die Aufnahme. Ich habe mir jetzt einen kleinen Fuß geholt, mit dem ich das Kabel besser sichern kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und dann nachher auch einfacher, weil ihr eben beide Hände frei habt. Den Anschluss für den Stecker, also unsere Plusphase, gibt es ja dann nachher zwei Eingänge, beziehungsweise einen Eingang der Plusphase, einen Ausgang zu den Verbrauchern. Und hier jetzt einmal im Detail, wie ich den Stecker verlöte. Wie gesagt, ich verlöte ihn und ich verkrimpe ihn. Das mache ich aus dem Grund, einfach um sicher zu gehen, dass sich hier nachher nichts löst. Im Fahrzeug bzw. im Kofferraum sind ja relativ viele Vibrationen vorhanden und damit da einfach nichts passiert, gehe ich hier einfach doppelt auf Nummer sicher. Deswegen verlöten und verkrimpen. Auch hier sehen wir jetzt wieder die Lötspitze von meinem Lötkolben und der Lötkolben selbst. Der hat einfach die besten Jahre bereits hinter sich. Das heißt, hier ist die Wärmeübertragung wirklich schlecht. Und man hat da ein bisschen zu kämpfen, aber es funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr einen Lötkolben zu Hause habt, der besser funktioniert und der auch besser in Schuss ist, dann habt ihr diese Probleme nicht. Nachdem das verlötet ist, am besten gleich ein bisschen Luft zuführen, damit, wenn ihr es anfasst, ihr euch nicht die Finger verbrennt. Hier jetzt die Isolation der Steckerspitze, da nehme ich lediglich ein bisschen Schrumpfschlauch. Ich positioniere den komplett über den Stecker, sodass alle freiliegenden Metallstellen des Steckers abgedeckt sind und dann fange ich einfach an, den Schrumpfschlauch zu erhitzen mit einem Feuerzeug hier. Ihr könnt auch einen Heißluftföhn nehmen, was ihr eben möchtet oder was ihr zur Hand habt. Und der Schrumpfschlauch zieht sich jetzt eben zusammen und bildet so eine Isolierung um den Stecker herum. So kann dann da später auch nicht irgendwo ein Fremdkontakt entstehen oder falls er sich doch löst, dass es einen Kurzschluss oder ähnliches gibt. Das heißt, das würde ich auch empfehlen, den Stecker einfach zusätzlich nochmal zu isolieren. Jetzt kommt der Schritt, wo ich den Kabelbaum nochmal zusätzlich sichere, denn ich wollte den Kabelbaum einmal aus ästhetischen Gründen eben nicht so lassen und andererseits auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Das heißt, ich habe mir hier von Tesa so ein Gewebeklebeband besorgt. Das wird auch allgemein im Kfz-Bereich viel verwendet und damit isoliere ich jetzt eben die einzelnen Phasen und später auch nochmal beide Phasen gegeneinander.
hier schon grob erkennen, dass es so ungefähr aussieht wie die Kabel, die ihr eben aus eurem Auto standardmäßig kennt. Das heißt, das ist also wirklich auch das Material, was vom Hersteller so häufig verwendet wird. Ich werde jetzt hier natürlich noch ein bisschen fein nacharbeiten, das heißt, diese einzelnen Abzweigungen, die werde ich auch noch isolieren und später eben Plus- und Minusphase, die ich ja einzeln isoliert habe, dann auch nochmal komplett ummanteln, dass es einen Kabelstrang ergibt. Das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen der erste Teil oder ein kleiner Teil des Kabelstrangs. Das ist der Teil, der vom Stecker weggeht, hin zu den beiden Verbrauchern. Hier, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, aber im Prinzip, denke ich, kann man ganz gut erkennen, wo die Reise hingeht und so mache ich jetzt auch entsprechend weiter. Jetzt ist die Stelle gekommen, wo ihr auch seht, ich habe meine neue Lötstation bereits und das Löten ist jetzt deutlich einfacher, denn die neue Lötstation hat natürlich eine funktionierende Spitze und ist einfach ja, sehr, sehr komfortabel im Vergleich zu meiner alten Lötstation. An dieser Stelle gehe ich jetzt her und werde den Minuspol bzw. die Minusphase in meinen Kabelstrang oder in meinen Kabelbaum mit einfügen. Ich habe ja wie gesagt hier jetzt den Teil, der in Richtung der Verbraucher geht und die Verbraucher brauchen natürlich Minus und Plus. Plus habe ich getrennt über den Schalter. Ihr seht das hier, das ist das fertige Teil aus dem 3D-Drucker. Ich habe das Ganze auch schon mal lackiert, weil eben ich aktuell nur weißes Filament hatte und weiß fand ich, würde einfach nicht gut passen. Deswegen habe ich das jetzt schwarz lackiert und an den Schalter kommt eben jetzt hier die Unterbrechung der Plusphase und zusätzlich zu der Plusphase, wie gesagt, brauche ich jetzt an dem Kabelstrang eben auch noch die Minusphase. Das heißt, hier stehen ja jetzt die beiden Minusenden noch ab. Die werde ich jetzt verlöten und das Ganze dann an das Minuskabel anbringen und den Kabelbaum somit dann vervollständigen. Bevor ich jetzt anfange, den Minusstrang in meinen Kabelbaum einzufügen, nochmal ein kurzer Blick auf den Pluspol oder auf die Plusphase oder auf die Plusleitung. Das ist das Stückchen, was von der Batterie weggeht. Hier habe ich dann den Sicherungsschuh mit eingelötet und hier hat man dann eben die Möglichkeit, einfach und komfortabel die Sicherung zu wechseln. Den Schuh werde ich gut erreichbar positionieren auf Höhe des Lüfters bzw. auf Höhe des Radiators, sodass man da eben entsprechend gut hinkommt. Und alles, was jetzt an diesem Plusteil noch fehlt, ist eben der Anschluss für die Batterie. Jetzt geht es aber, wie gesagt, weiter mit dem Minusteil und den werde ich jetzt eben auch noch in meinen Kabelbaum einfügen, sodass ich beide Phasen komplett habe. Wie wir jetzt sehen können, habe ich die Minusphase mit eingefügt. Ich habe das jetzt an die beiden Verbraucherpunkte angelötet und was ich jetzt noch mache, ist die Lötstelle eben wieder zu isolieren. Das Ganze auch wieder mit einem Schrumpfschlauch. Auch hier wieder einfach erhitzen. Ich nehme wieder mein Feuerzeug, was ich zur Hand habe und die Stelle ist damit eben entsprechend geschützt und isoliert. Analog zu dem Vorgehen an der Plusphase gehe ich jetzt auch bei der Minusphase her und werde die einzelne Leitung mit Gewebeklebeband ummanteln und später dann eben
beide Phasen, die ich jetzt einzeln ummantelt habe, nochmal mit einer kompletten Lage ummanteln, sodass das nachher ein homogener Kabelbaumstrang wird und man da nicht so viele Kabel hat, sondern das Ganze eben ein Kabel wird. Und das mache ich jetzt. Ich beschleunige das Ganze wieder ein bisschen, denn der Prozess ist relativ zeitaufwendig, deswegen skippen wir das jetzt einfach ein bisschen. Die Minusleitung ist jetzt auch komplett mit Gewebeklebeband ummantelt und jetzt gehe ich her und verbinde sowohl den Teil des Kabelbaums, der vom Stecker weg zu den Verbrauchern geht, als auch den Teil, der die Plusphase zum Stecker hinführt miteinander. Und um zu wissen, wo ich die beiden einzelnen Kabel sozusagen miteinander verbinden muss und wie viel Abstand ich brauche, habe ich das ausgemessen, und zwar ausgehend von dem Sicherungsschuh, und genau das übertrage ich jetzt eben hier auf meine Kabel und verbinde die dann mit Gewebeklebeband. Hier sieht man jetzt das fertige Ergebnis. Ich habe also beide Kabel miteinander verbunden, Plus- als auch Minuskabel. Und in Bezug auf die Längen hin zur Batterie hatte ich als Referenzpunkt eben den Sicherungsschuh genommen und von da an abgehend eben gemessen. Das heißt also, das Minuskabel hat jetzt die richtige Länge, um zum Minuspol der Batterie zu kommen, und das Pluskabel genauso. Und der restliche Kabelstrang hinten, der vom Stecker weggeht, ist also auch schon integriert. Und so habe ich also nur ein einziges Kabel. Das sieht sehr ordentlich aus. Das ist also fast wie wenn das jetzt der Hersteller selber gemacht hätte. Da bin ich sehr mit zufrieden. Ich habe die beiden Stecker, meinen Originalanschluss für den Lüfter und eben einen entsprechenden Kfz-Stecker mit Isolierung extra für die Pumpe. Mit einer der letzten Schritte ist jetzt die Verkabelung der Pumpe. Ich habe ja hier einen speziellen Kfz-Stecker im Einsatz und den werde ich jetzt an meine Pumpe löten und auch hier die ganzen Kabel und Phasen eben entsprechend mit Gewebeklebeband ummanteln, auch dass das hier wieder ordentlich aussieht und ins Gesamtbild passt. Die Kabel habe ich jetzt miteinander verbunden. Ihr seht, ich habe die Phasen getauscht. Das liegt daran, dass die Anschlüsse, die wir gelegt haben, leider, wir haben die unten verdreht und das passt jetzt nicht richtig. Das heißt, ich muss die Flussrichtung über die Polung ändern. Das ist aber kein Problem. Das ist eine Zahnradpumpe, die kann in beide Richtungen laufen und deswegen ist das unkritisch. Aber das eben als zur Erklärung, warum ich hier Plus an Minus mache und Minus an Plus, einfach nur um die Flussrichtung der Pumpe zu ändern, damit das Ganze wieder zu dem Kreislauf passt, weil sonst würde die Pumpe in die falsche Richtung ziehen oder pumpen und das würde dann dem Ganzen entgegenwirken und nachher nicht funktionieren. Deshalb eben, wie gesagt, die geänderte Polung. Jetzt gehe ich her und ummantle eben die einzelnen Kabel noch. Hier jetzt das fertige Ergebnis. Ich habe also auch das Pumpenkabel entsprechend ummantelt.
habe den Stecker angebracht. Auch das sieht wieder sehr, sehr ordentlich aus. Das gefällt mir sehr gut. Und somit ist das jetzt alles bereit für den ersten Testlauf. Im ersten Testlauf werde ich das Ganze über eine externe Stromquelle versorgen. Ihr habt ja bereits gesehen, dass ich so einen kleinen Travo hatte, den ich da bisher genutzt habe für den Lüfter. Den werde ich jetzt auch hier nutzen. Das mache ich nur, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwo einen Kurzschluss gibt oder irgendwas anderes. Deswegen eben die externe Stromquelle, denn wenn es mir da einen Kurzschluss gibt, ist das nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt hier im Fahrzeug einen Kurzschluss hervorrufe. Die Batterie ist Leitblocks und die ist eigentlich intelligent und sollte das verhindern. Nichtsdestotrotz gehe ich hier auf Nummer sicher und mache eben den ersten Test mit einer externen Stromquelle. Hier gehe ich jetzt her und verbinde meinen Kabelbaum mit dem Schalter. Der Schalter ist geratet für maximal 16,5 Ampere und auch für 220 Volt Betrieb. Das heißt hier, obwohl der klein ist, der kann die 12 Volt problemlos. Hier mein Lüfter, den ich eben einsetze. Die Pumpe übrigens zieht 7,5 Ampere, das zeige ich später auch nochmal. Das heißt, ich werde dann nachher eine 10 bzw. 15 Ampere Sicherung, wahrscheinlich eine 15 Ampere Sicherung verwenden für den finalen Betrieb. Das sollte genug Spielraum geben und trotzdem auch entsprechend sicher sein. Hier jetzt eben der Anschluss an die externe Stromquelle. Ich verbinde hier meine beiden Kabel, die ich sonst an die Batterie klemmen würde, eben mit der externen Stromquelle. Eine Sicherung habe ich jetzt hier auch schon im Kabelbaum drin, sodass eben der Strom auch entsprechend fließen kann. Ohne Sicherung würde eben kein Strom fließen, deswegen jetzt hier eben eine Sicherung eingesetzt. Das ist noch eine relativ hohe Sicherung. Das ist jetzt nur zu Testzwecken, weil ich noch keine 15 Ampere Sicherung zur Hand hatte. Die habe ich also nachbestellt, genauso wie die Anschlüsse für die Batterie. Aber das geht ja hier erstmal nur ums erste Test-Setup. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, verkabelt ist alles. Ich schließe meine Stromquelle an den Strom an, sodass also im Fahrzeug nichts passieren kann. Schalte das ein. Wir sehen, wir haben 12 Volt. Und jetzt gebe ich einmal Strom drauf. Und wir hören, okay, es funktioniert, kein Kurzschluss. Diese Geräusche, die waren jetzt zu erwarten. Das liegt daran, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann im Video, aber die externe Stromquelle, die schafft maximal 1,5 Ampere. Und das ist einfach jetzt zu viel für den Lüfter und die Pumpe, denn wie gesagt, die Pumpe allein braucht schon 7,5 Ampere. Deswegen funktioniert das eben nicht, aber es gab keinen Kurzschluss, hat alles funktioniert. Insofern der Test war erfolgreich. Wenn ich jetzt die Pumpe abschließe und nur den Lüfter betreibe, dann sieht man auch und hört man auch, dass das wunderbar funktioniert. Das heißt also, der Kabelbaum ist einwandfrei in Ordnung. Das passt. Lediglich eben die externe Stromquelle hat zu wenig Leistung, um hier Pumpe und Lüfter zu betreiben. Deswegen eben das Geräusch. Jetzt versuche ich hier in meinem Sortiment an Schrauben und Muttern eine passende Mutter zu finden, die ich verwenden kann, um eben meine Klemme an den Batteriepolen zu befestigen. Leider habe ich natürlich keine passende Mutter im Haus gehabt. Ich hatte M6er, M8er und andere Größen. Was ich gebraucht hätte, wäre eine M7. Habe ich leider nicht. Das heißt, ich kann auch jetzt hier, wie gesagt, in dem Video nur eine provisorische Montage zeigen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, so ist es ja meistens. Das, was man braucht, hat man nicht. Habe ich nachbestellt und werde ich dann einfach später irgendwann nochmal komplett montieren. Den finalen Test, den zeige ich aber gleich im Anschluss mit dem Provisorium, sodass man eben sieht, dass das alles funktioniert. Die Montage kann man sich ja dann denken, dass es lediglich Klemme anbringen und mit der Mutter sichern. Mehr ist da nicht. Hier bringe ich jetzt den letzten Teil des Kabelbaums an, meine beiden Klemmen, sowohl für den Plus- als auch für den Minuspol. Das Ganze, wie gesagt, verkrimmt und verlötet und dann auch nochmal mit Gewebeklebeband ummantelt. Und damit ist dann der Anschluss für den Kabelbaum auch komplett. Nach dem Verlöten kommt jetzt, wie gesagt, wieder das Gewebeklebeband zum Einsatz. Hiermit isoliere ich nochmal den Teil des Steckers und so sieht das Ganze auch homogen aus und klar einheitlich. Und dann ist der Kabelbaum an der Stelle auch wirklich final fertig und es ist jetzt hier nichts mehr am Kabelbaum zu tun.
Hier nochmal ein kompletter Blick und finaler Blick auf den fertigen Kabelbaum mit Steckern und Schalter. Jetzt im Fahrzeug, ich habe den Travo wieder ausgebaut, jetzt kommt eben eine Montage, die ist wie gesagt nur provisorisch, ich baue das gleich wieder ab. Ich habe halt wie gesagt keine passende M7er Mutter zur Hand und werde jetzt die beiden Verbinder an der Batterie mit Klebeband sichern, also mit Isolierband, damit ich einfach einmal den kompletten Test machen kann, denn die Batterie gibt ja genug Saft, um auch die Pumpe betreiben zu können. Und das wollte ich jetzt schon gerne einmal zeigen und eben auch selber testen. Und wir hören jetzt hier, Lüfter läuft, Pumpe läuft, das funktioniert einwandfrei. Das heißt also, sobald die M7er Muttern da sind, kann ich das Finale installieren und eben dann über den Schalter immer je nach Bedarf auf der Rennstrecke zuschalten. Jetzt kommt die Montage des Lüfters. Den werde ich jetzt eben hier positionieren auf dem Radiator. Und zwar werde ich den so positionieren, dass er Luft auf den Radiator aufbläst. Das heißt also, er saugt jetzt von oben kalte Luft an und bläst die dann auf den Radiator. Der hat wie gesagt eine sehr hohe Leistung, der Lüfter. Das sollte also sehr, sehr gut funktionieren. Hier jetzt eben diese 3D-Druckhalterungen, die ich mir da gefertigt habe, um das Ganze an dem Radiator zu befestigen. Ich habe da wie gesagt so eine kleine Treppe gemacht, die genau in diese Einsparungen oder Aussparungen am Radiator passt. Und so kann ich das jetzt hier wunderbar einsetzen und befestigen, damit das dann nachher auch sicher und fest montiert ist. Der erste Halter ist jetzt provisorisch schon mal angebracht, das passt wunderbar. Jetzt geht es um die Positionierung und um das Befestigen des zweiten Halters, an dem ja auch der Schalter vorhanden ist, mit dem man dann eben die Pumpe und auch den Lüfter aktivieren kann. So, jetzt habe ich hier die Querstrebe noch einmal abgenommen und ich zeige euch jetzt hier nochmal zur Information. Wie gesagt, die Pumpe braucht 7,5 Ampere. Das passt also nachher mit einer 10 oder 15 Ampere Sicherung. Jetzt werde ich die einzelnen Schrauben bzw. Muttern, die den Lüfter halten, auch nochmal etwas nachziehen. Das geht in dem Zustand einfach sehr gut, da ich jetzt da besser rankomme und dann ist der Lüfter auch komplett fest und fix montiert. Hier nochmal ein kurzer Blick auf den Sicherungsschuh. Wie gesagt, den montiere ich jetzt so, dass er auf der Querstrebe verläuft, die sich da an dem Radiator befindet und man kann also immer komfortabel die Sicherung wechseln. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wirklich in den letzten Zügen. Ich mache hier lediglich noch die letzten Justierungen des Kabelbaums, dass der eben ordentlich verlegt ist und da nachher nichts wackelt oder verrutschen kann. Hier nochmal zu sehen, eben jetzt der Sicherungsschuh, den ich hier auf dieser Strebe positionieren werde, auch nochmal mit Kabelbindern gesichert, sodass man da wie gesagt immer sehr, sehr gut und einfach an die Sicherung kommt, um die dann bei Bedarf auch mal zu tauschen.
So, jetzt ist alles fertig montiert. Wie gesagt, den Anschluss an die Batterie müsst ihr euch jetzt leider denken, weil ich wie gesagt nicht die passende Mutter im Haus hatte. Aber nichtsdestotrotz, der Rest ist fertig montiert. Hier wie gesagt der Sicherungsschuh montiert auf dieser Schiene, um da einfach an die Sicherung heranzukommen. Dann der Kabelstrang hin zu dem Schalter. Dort dann eben auch das Ganze nochmal ein bisschen aufgeräumt mit Kabelbindern und der Weg hin zu den Verbrauchern, zum Lüfter als auch zur Pumpe. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.